Willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Robert Klink und heute geht es mal um das Thema Ultraleicht-Trekking-Rucksäcke richtig packen. Falls ihr schon mal Erfahrungen gesammelt habt mit Trekking-Rucksäcken, Wanderrucksäcken oder auch schon mal Videos geschaut habt, wie man die richtig packt, dann wisst ihr schon mal ein paar Sachen. Bei Ultraleicht-Trekking-Rucksäcken gibt es auch ein paar Tricks und Sachen, auf die man besonders achten muss. Beispielsweise haben wir bei den wenigsten Rucksäcken wirklich einen harten Frame schon integriert am Rucksack und müssen uns den quasi durch das geschickte Packen selber bauen, weil wir sonst Probleme mit der Stabilisation und Schmerzen während des Wanderns bekommen können. Während einer Trekking-Tour haben wir unterwegs immer 3 Zustände, in denen wir uns befinden. Und dadurch müssen wir auch Gegenstände passenderweise unterschiedlich lagern. Zum einen sind wir natürlich unterwegs, also laufen aktiv und müssen dann teilweise an Gegenstände kommen, die wir gut aus dem Laufen erreichen. Wo die sein können und welche das sind, das zeige ich gleich. Das nächste wäre eben Sachen, an die man schnell dran möchte, wenn man sich hinsetzt für eine 5 bis 10 Minuten Pause, dass die nicht so ganz tief im Rucksack drin sind. Darauf will ich einmal eingehen und zum Schluss gibt es eben Dinge, die wir nur brauchen, wenn wir den Rucksack komplett auspacken, also abends am Lager. Das kann zum Beispiel das Zelt dann sein und noch andere Gegenstände. Und wie man das alles perfekt verpackt und ja, verstaut, das zeige ich euch anhand meines Rucksacks jetzt mal. Generell kann man erstmal sagen, dass wir beim Ultraleicht-Tracking ja darauf achten, wirklich reduzierte Gegenstände dabei zu haben, wenig Gegenstände und auch platzsparende Gegenstände. Ihr habt vielleicht mein Rucksackvideo schon mal gesehen, da empfehle ich auch Rucksackgrößen und prinzipiell würde ich sagen, dass die meisten Leute mit einem Rucksack unterwegs sind, der mindestens 40 Liter groß ist, so wie der bekannte Gear for Free Rucksack, den ich auch schon mal empfohlen habe und schon oft gezeigt habe. Mein Modell hier von Huckepack, das hat jetzt 50 bis 55 Liter. Das ist auf jeden Fall ein Wert, bei dem man nicht alles ganz so eng gequetscht hat, auch ein bisschen mehr Nahrung man mitnehmen kann für 3, 4, 5 Tage und da ein bisschen, ja, nicht so ganz platzsparend sein muss. Und das Modell zeige ich euch jetzt auch mal hier. Egal welchen Rucksack und welche Größe wir haben, wir können immer sagen, dass der Schwerpunkt des Rucksacks, egal auf was wir packen, immer so nah am Rücken sein soll, wie es geht. Denn umso weiter das Gewicht vom Rücken weg ist, desto mehr zieht uns das Ganze nach hinten und kommt uns dementsprechend auch schwerer vor. Sorgt auch dafür, dass wir keine gute Balance haben. Also umso länger wir dann laufen, desto mehr muss der Körper versuchen, das ganze Wackeln des Rucksacks auszugleichen. Deswegen bietet es sich immer an, kompakte und schwere Gegenstände zu finden, die dann sowohl von der Höhe als auch von der Breite in der Mitte im Rucksack am Rücken sind. Natürlich noch hinter unserem weichen Polster und eher größere Sachen oder leichtere Sachen außenrum zu verpacken, also dahinter oder unten. Hier im Beispiel habe ich noch ein Netz außen dran. Da würde ich zum Beispiel dann nie was sehr Schweres dran packen. Und natürlich gilt dasselbe Prinzip auch für die Seiten. Die meisten Leute haben links und rechts außen Wasserflaschen und ich achte zum Beispiel auch drauf, dass wenn das zum Beispiel komplett leer ist, dass ich dann nicht nur eine Seite komplett auffülle und die andere dann komplett liegen lasse. Aber wenn mein Rucksack wirklich nur 4 Kilo wiegt und ich dann 1,5 Liter Wasser auf einer Seite habe und 0 auf der anderen, dann muss der Körper das natürlich auch ausgleichen. Und selbst 1,5 Kilo merkt man dann schon in der Links-Rechts-Balance des Rucksacks. Wie gesagt, sind die meisten ultraleichten Rucksäcke frameless, das heißt, sie haben kein Backpanel und wir müssen uns das selber bauen. Ich würde sagen, in den meisten Fällen bietet es sich an, dort ein Sitzkissen zu verwenden. Ich habe zum Beispiel das von Decathlon, habe ich auch schon mal in meinem Packlistenvideo gezeigt. Und wenn man das in der Hälfte halbiert, passt das genau in das innere Rückenfach, was die meisten Rucksäcke haben. Das wird häufig eben gebraucht, um Wasserblasen dort einzufügen, aber es passt eben auch super, um da so ein Sitzkissen reinzupacken. Wenn ihr kein Sitzkissen habt oder auch keins mitnehmen wollt, dann gibt es noch 2 Alternativen. Wir können euch das natürlich aus Kleidung bauen, zum Beispiel die Puffy Jacket, die wir immer mit haben und eigentlich in den seltensten Fällen nur unterwegs anziehen. Kann man auch falten, hinten reinstecken, im Sommer vielleicht sogar noch den Base Layer oder die Schlafkleidung. Aber noch ein richtiger Geheimtipp ist auf jeden Fall, die Isomatte zu benutzen. Die meisten Leute haben die Isomatte wirklich aufgerollt und klappen die dann vielleicht noch und lagern die so im Rucksack. Man kann die aber auch ganz normal, ich würde sagen, DIN A4 Seiten groß zusammenfalten über mehrere Schichten oder so groß eben wie das Rückenfach, was man innen hat, ist und kann die dann wunderbar reinstecken und als Rückenpolster verwenden. Ich zeige das gleich mit der Isomatte auch nochmal anhand meiner Neo X Lite. Die ist jetzt gerade noch im Rucksack, die packe ich gleich aus. Bei meinem Modell hier von Huckepack sieht man noch, dass mein Sitzkissen hier außen befestigt ist. Das hat natürlich den großen Vorteil, dass ich da erstmal sehr, sehr leicht drankomme, wenn ich unterwegs bin. Also eine Pause mache, kann ich hier einfach ganz schnell die Gummiteile lösen, kann mich da draufsetzen. Habe auch schon mal gesagt, ich benutze das als Isomattenverlängerung und manchmal lagere meine Füße darauf.
Und das Beste ist, dass wenn dann die Pause Ende ist, muss ich das nicht in den Rucksack wieder hinten ins Fach reinstecken, was schon mal sehr schwer sein kann, wenn man ja einen 40 Liter Rucksack hat, der sehr vollgepackt ist bei einer Trekking-Tour. Da muss man teilweise noch Sachen rausnehmen, das wieder reinstecken. Und das ist wirklich ein Feature, was ich an diesem Rucksack sehr, sehr schätze und was das Ganze ein bisschen einfacher und praktischer macht. Ja, kommen wir mal zu den praktischen Außentaschen, die so ein Rucksack hat und wo man optimalerweise Gegenstände reinlegen sollte, an die man beim Laufen schnell drankommen möchte, die aber auch eine gewisse Wasserresistenz haben, denn außen sind die natürlich sehr, sehr wenig geschützt. Und die meisten Rucksäcke, würde ich sagen, haben wie gesagt auf jeden Fall die beiden Seitentaschen hier außen, wo man hauptsächlich die beiden Flaschen drin lagert oder falls man Trekkingstöcke dabei hat, die man nicht immer benutzt, kann man die auch wunderbar außen hier festmachen und unten reinstecken. Und viele Rucksäcke haben dann entweder noch diese Taschen hier an den Schultergurten, die sind sehr, sehr praktisch, kann man auch nachrüsten, oder eben an den Hüftgurten auch noch Hüfttaschen, die habe ich jetzt hier nicht, aber das kann man auch noch nachrüsten gegebenenfalls. Und außen eben die große Netztasche. Naja, und die beiden besten Taschen, an die man rankommt, sind für mich immer die Schultergurttaschen und die Hüftgurttaschen. Bei mir in den Schultergurttaschen habe ich entweder das Smartphone drin, wenn ich es nicht in der Hosentasche habe, oder falls ich mal eine ganz kurze Pause mache, habe ich hier immer meine wasserdichte Powerbank drin. Auch noch mein kleines Ladekabel, was ich noch in einen kleinen Ziploc-Beutel manchmal reintue. Das heißt, auch wenn es regnet, muss ich das nicht irgendwie umpacken, komme schnell an meine Powerbank ran, wenn ich mal irgendwas aufladen möchte oder an mein Handy eben. Auf der rechten Seite kann ich auch sehr empfehlen, habe ich immer eine 0,5 Liter Wasserflasche, die hat 11 Gramm, wiegt die nur, gibt es bei Edeka. Und natürlich komme ich auch hinten an die großen Flaschen dran, aber wenn ich so laufe, bekomme ich sie meistens einfach raus, aber nicht so einfach wieder rein. Deswegen ist es viel angenehmer, mal so einen halben Liter hier oben vor sich hin stecken zu haben. Und wenn ich dann eine längere Pause mache, kann ich das ganz schnell einfach mal nachfüllen. Ja, an Sachen, die ich dann relativ schnell kommen möchte, aber auch mal kurz dafür den Rucksack absetzen kann, eignet sich diese riesige Mesh-Tasche, die die meisten Trekking-Rucksäcke hinten haben, sehr, sehr gut. Und dort habe ich wirklich eine Vielzahl von Gegenständen, die wie gesagt leicht sind, weil sie mich sonst nach hinten ziehen und die auch wasserabweisend sind. Und zuerst einmal habe ich da meine Regenkleidung drin. Das heißt, meinen kompletten Poncho in dem Fall, das könnte auch eine dünne Regenjacke sein, der kann natürlich nass werden, das macht dem nichts und auch wenn der mal nass ist nach dem Regen, eignet sich natürlich eine Außentasche super gut, damit der auch wieder trocken ist. Und wenn es dann anfängt zu regnen, kann ich den Rucksack schnell absetzen und das Ganze wieder überziehen. Und genauso habe ich auch meine Handschuhe. Ich habe wasserdichte Überziehhandschuhe und darin lagere ich dann in dem Sinne jetzt den anderen Handschuh, das ist so eine Art Packsack und darunter dann meine beiden Fließhandschuhe. Das heißt, wenn es sehr kalt ist und trocken, dann nehme ich nur die Fließhandschuhe. Und wenn es dann auch noch regnet oder sehr windig ist, ziehe ich die Leinenhandschuhe drüber. Und wenn ich alles in einen reinpacke, dann sorge ich dafür, dass alles erstmal geordnet ist, aber auch komplett wasserdicht ist. Und so kann ich es dann auch draußen lagern. Als nächstes habe ich hier auch mein Buff drin, mein Multifunktionstuch. Wie gesagt, benutze ich das, ich würde sagen, wirklich 90% der Fälle ganz normal als Mütze. Deswegen habe ich das auch immer schon so gewickelt. Aber man kann es als 100 verschiedene Sachen als Handtuch benutzen, auch manchmal als leichtes Sitzkissen, um irgendwas abzuwischen, als Schal, Halstuch und so weiter. Wenn es jetzt ganz stark regnen würde die ganze Zeit, dann würde ich es wahrscheinlich auch innerhalb meines Rucksacks lagern, dort in einem kleinen Packsack oder Liner. Ich habe es aber auch oft draußen, weil auch wenn es ein bisschen nieselt, dann ist es manchmal auch unter dem Poncho, unter den Handschuhen. Und wenn es dann regnet, habe ich es dann meistens trotzdem mit einer Kapuze auf. Deswegen, je nach Witterung, wo ich bin, tue ich es dann außen oder innen hin. Und das letzte meiner Regenkleidung ist meine Regenhose. Die kommt in keinem Packsack, sondern man kann die Regenhose, die ich habe, von Omm wirklich in sich selber zusammenfalten. Wiegt ganz, ganz wenig, unter 100 Gramm. Und da ich ja auch sehr oft mit Kurzhosen unterwegs bin, ist das dann so meine lange Hose, meine Regenhose, wenn es dann sehr windig und kalt wird. Was man sonst noch unterwegs braucht, ist auf jeden Fall ein Wasserfilter. Denn wenn ich mal wenig Wasser habe und komme an einer schönen Wasserquelle vorbei, dann macht es schon Sinn, wenn ich meinen Wasserfilter auch außen habe. Ich habe meine Flaschen auch außen. Das heißt, ich muss dann nicht im Zweifel meinen ganzen Rucksack rauskramen, den Wasserfilter rausholen. Zusätzlich, wer schon mal Wasser gefiltert hat mit so einem Filter, der weiß, wenn die einmal nass sind, dann tropfen die auch sehr, sehr lange nach, weil die ja drin wie ein Schwamm aufgebaut sind und deswegen bietet es sich auch an, für mich draußen zu lagern, meistens unten, dann kann es schön raustropfen und der Rest der Sachen wird einfach nicht nass. Ganz wichtig auch noch für mich, ich weiß, viele verzichten darauf,
Aber ist eine Schaufel, wenn ich mal mein großes Geschäft verrichten will, dann ist diese 17 Gramm schwere Schaufel einfach für mich eine sehr, sehr gute Sache. Ich kann damit im Wald ein ordentliches Loch vergraben. Die wird dann natürlich dementsprechend dreckig und nass und deswegen lagere ich die auf keinen Fall im Rucksack, sondern auch außen, meistens unten. Ich gucke natürlich, dass ich die von der Erde ein bisschen vorher befreie, aber das ist eine super Sache, an die man schnell kommen muss, die leicht ist und deswegen eignet sich das auch super für die Außentasche. Was sich sonst noch für die Meshtasche bei mir anbietet, ist Sachen für mein Zelt. Das heißt, in dem Fall habe ich die Carbon Zeltstangen für meinen Tarp, den Double Rainbow hier drin. Hinten ist einfach ein guter Platz für mich, weil ich da keine Angst haben muss, dass die irgendwie brechen. An den Seiten wird natürlich auch gehen, aber wenn ich da die Flaschen öfter mal rausnehme, dann stört das ein bisschen. Ich habe hier sonst auch noch meine Heringe immer drin, in einen kleinen Beutel noch extra einzeln, weil Heringe werden natürlich auch auf Mehrtagestouren durch die Erde ein bisschen dreckig, feucht und ich habe die auch nicht so gerne im Rucksack, weil es immer mal sein kann, je nach Hering, dass die mir irgendwie Kleidung oder meine Isomatte oder den Schlafsack zerstechen. Weil manchmal wird da schon Spannung auf den Rucksack ausgeübt und dann habe ich es lieber, wenn die dann außen sind. Und hier, das ist wirklich so ergiebig, da passiert eigentlich dann nicht viel mit den Heringen. Ja, 2 konkrete Tipps zu den Außentaschen habe ich auch noch. Falls ihr mal Müll habt von euren Snacks, dann eignen sich natürlich die Seitentaschen ja auch super gut. Ich packe das meistens auf einer Seite immer alles rein, wo ich meine Flasche habe. Wenn ich dann im Mülleimer vorbeikomme, hole ich alles raus, schmeiße das weg. Und noch ein anderer Trick, der mir erst seit kurzem noch klar geworden ist, wenn ihr zum Beispiel mit Gas kocht, dann hat man natürlich sein Kochsystem, seinen Gaskocher und die Gaskartusche im Rucksack drin und tut die Gaskartusche auch in den Topf rein. Das habe ich auch in meinem Video über leichte Kochsysteme mal gezeigt. Das spart natürlich Platz, weil ein Topf natürlich von innen hohl ist. Aber wenn ihr mit Esprit oder Spiritus oder Ähnlichem kocht, dann gibt es noch einen besseren Trick, nämlich einfach den Topf unten hier reinzupacken und die Flasche im Prinzip einfach da rein. Das passt in meinem Fall super gut mit diesem 770 Milliliter Topf. Vorteil ist auch, wie gesagt, manchmal wird der nass, manchmal ist der dreckig. Das sind alles Sachen, die habe ich lieber weg von meiner Kleidung, weg von meinem Schlafsystem, lieber außen. Genauso packe ich auch noch meinen Löffel dann unten rein in die Tasche. Da ist es genau dasselbe. Und manchmal, wenn ich mir zum Beispiel morgens die Zähne putze und dann direkt loslaufe, dann lege ich auch meine Zahnbürste noch außen hin oder befestige die manchmal sogar an diversen Schnüren, die ich hier habe, weil dann kann die unterwegs ein bisschen trocken, macht auch, solange die nass ist, nichts dreckig und dann habe ich ein ganz cleanes System. Und was so außen im Rucksack an Netze und Dreck ist, das stört mich nicht wirklich, weil die meisten Modelle eigentlich ja sehr, sehr wasserdicht oder sehr, sehr stark wasserabweisend sind. Ja, ich habe mal ein bisschen aufgeräumt und jetzt kommen wir zu den Sachen, die ich im Rucksack habe und an die ich eigentlich beim Laufen nicht so gerne dran möchte, sondern frühestens, wenn ich mal eine kurze Pause mache. Und deswegen ist das Erste, was ich immer oben im Rucksack habe, wo ich dann am schnellsten drankommen möchte, was aber auch relativ trocken bleiben soll, meine Puffy Jacket. Denn auch tief im Winter laufe ich meistens nur mit dem Midlayer. Und habe einfach oben drauf die Jacke, die kann ich sofort immer reinquetschen, die brauche ich nicht rollen oder so, kann ich sofort raustun als erstes, wenn ich irgendwie eine kurze Pause mache, bevor ich eben die Hitze verliere, die ich während des Wanderns aufgebaut habe, ziehe ich die schnell drüber und alles andere, Snacks und Essen, kommt dann erst darunter, weil ich vorher sowieso die Jacke brauche. Ja, apropos Snacks, das ist dann eben das, was ich direkt danach drunter habe. Die meisten Lebensmittel kommen ja schon in einer Verpackung, die häufig aus Plastik ist, genau wie bei Track and Eat oder bei Snacks, die man möglicherweise mit hat. Macht man irgendwas selber, ist es auch in Ziploc-Beuteln. Das heißt, wenn das oben liegt, kann es auch ein bisschen Feuchtigkeit vertragen. Ich habe jetzt hier in meinem Rucksack einmal keine Snacks drin, sondern testweise einfach ein paar Track and Eat Beutel reingepackt. Die, habt ihr im letzten Video auch gesehen, die sind komplett wasserdicht. Die kommen oben drauf. Natürlich bräuchte ich die jetzt im Speziellen erst abends, aber so bei den Snacks komme ich dann natürlich sehr, sehr gut drauf. Was sich dann noch anbietet, ist einen kleinen Foodbag zu haben. Das kann ein kleiner wasserdichter Packsack sein. Und bei mir benutze ich den, um Sachen, die ich schon aufgemacht habe, drin zu verstauen. Das heißt, wenn ich eine Packung Keks oder Chips oder sowas habe, mache die auf und esse die nicht in einem Go auf, dann tue ich eben die unverschlossene Verpackung da rein, sodass ich später keine Krümel oder sonst was im Rucksack habe. Ja, und unter der Puffy Jacket und der Nahrung, die ich vielleicht schnell mal für eine Snackpause brauche, kommen dann 3 Sachen häufig. Und das kann, je nachdem, was man hat, eben das Kochsystem mit Topf sein, was ich in meinem Fall jetzt außen habe. Aber das wird sich anbieten, im Rucksack zu haben, hochkant hinzustellen, aber natürlich nicht zu der Rückenseite, weil das dann sehr drücken würde im Rücken, sondern nach außen hin. Zusätzlich habe ich hier noch einen Packsack oder Liner.
wo ich weitere kleine Sachen drin habe, wie zum Beispiel alles, was ich für die Hygiene brauche. Sachen, die auf jeden Fall trocken sein müssen, wie meine Ersatzsocken, meine Schlafhose, die ich nachts anhab. Gegebenenfalls Kochutensilien wie ein Feuerzeug. Und je nachdem, wofür man sich da entscheidet, ist auch Geschmackssache. Man kann natürlich entweder einen Liner nehmen oder einen wasserdichten Packsack, der sich über die gesamte Rucksackfläche erstreckt. Der muss dann natürlich genauso groß sein wie das Volumen im Rucksack oder ein bisschen kleiner. Man kann aber auch nur, wie ich habe, einen kleineren Sack nehmen, wenn man wirklich dort speziell einige Sachen gesondert schützen möchte. Und wenn jetzt der Rest, wie die Nahrung, meine Puffy Jacket oder was wir gleich sehen werden, unten das Zelt und der Schlafsack, wenn die ein bisschen nass werden können, muss man auch nicht unbedingt einen Liner über den ganzen Rucksack haben. Ich würde es allerdings bei den meisten Rucksackmodellen immer empfehlen, einen ganzen Liner zu nehmen. Mein Außenstoff ist ja auch noch aus DCF, genau wie der Packsack. Das heißt, komplett wasserdicht. Wenn ich den Rucksack aufmache und zumache während der Pause, kann auch ein bisschen Wasser reinkommen. Gerade wenn ich auch klamme oder nasse Sachen wie den Schlafsack oder das Zelt reintue, kommt es immer ein bisschen zu Feuchtigkeit. Gerade auch wenn ich Down-Produkte benutze, eine Down-Jacke, einen Down-Schlafsack, dann müssen die Sachen schon sehr, sehr trocken bleiben. Das heißt, ich sollte wirklich einen Packsack, einen Liner nehmen, der über den ganzen Rucksack geht oder zumindest den Schlafsack noch mit einspannt, plus die Sachen, meine Kleidung, die auf jeden Fall trocken bleiben soll. Weil sonst kann es unter Umständen sein, dass wenn ich Wochen im Regen unterwegs bin, schon da ernste Probleme bekomme. Ja, aber ich zeige noch mal kurz, was ich hier in diesem Sack jetzt bei mir habe. Im Detail gehe ich da irgendwann noch mal auf einem anderen Video ein. Hier geht es ja eher darum, wie ich das quasi packe. Ich habe hier noch einen gesonderten Bag eben drin für Hygiene und Notfall, so nenne ich das immer. Meine Schlafhose, die komplett trocken bleiben soll. Ich habe hier mein Kissen drin, was ich auch nur nachts brauche. In dem Fall habe ich hier meine Heringe drin. Normal, wie gesagt, sind die auch außen. Ein paar Socken, was zum Kochen, ja, mein Feuer, mein Windschutz, Toilettenpapier bietet sich manchmal auch an, wenn ihr das wasserdicht verpackt, natürlich zu der Schaufel zu packen, auch außen, damit ich schnell drankomme. Meine Kopflampe, also manchmal habe ich hier auch Techniksachen drin. Falls ihr keine wasserdichte Powerbank oder euren Ladestecker habt, dann könnt ihr die natürlich auch hier rein tun. Die Powerbank von Nitecore, in dem Fall die NU25, die ist auch wasserdicht. Das heißt, die könnte ich, wenn es dunkel wird und ich oft im Dunkeln laufe und die oft mal brauche, auch vorne reinstecken. Ja, und zum Schluss habe ich hier, wie gesagt, noch meinen Ladestecker und ein Repair-Kit drin. Alles in Ziploc-Beuteln, damit es ein bisschen ordentlicher ist. Das wiegt nicht so viel. Und die Sachen sind natürlich alle relativ kompakt und schwer. Deswegen lage ich die auf jeden Fall in der Mitte vom Rucksack, nah am Rücken. Aber natürlich nicht direkt am Rücken, weil je nachdem, was man da drin hat, das natürlich auch ein bisschen drücken kann, sondern immer, dass ich dazwischen eine Schicht habe, wie zum Beispiel bei mir das Sitzkissen oder andernfalls zum Beispiel die Isomatte oder die Jacke. Ja, neben meinem Titantopf-Kochsystem und diesem kleinen Beutel, wo ich den Rest noch drin habe, kommt dann in der Mitte bei mir noch immer die Isomatte hin. Bei mir rolle ich die Neo RX Lite einfach immer ein. Das hat den Vorteil, dass wenn ich die im aufgeblasenen Zustand morgens liegen habe und aufwickeln will, dann rolle ich die natürlich sofort so zusammen, dass die Luft rausgeht. Nachdem ich das getan habe, klappe ich die einfach um und lege die quasi so in meinen Rucksack von oben rein. Man kann dann zum Beispiel hier noch so den Topf zwischen machen, damit der auch nicht an den Rändern irgendwie drückt. Oder in diesem Beutel, da arbeite ich auch manchmal damit. Also dass das so jedenfalls gleichmäßig verteilt ist, eine schöne Runde bildet. Und wie gesagt, könnt ihr eure Isomatte auch so falten. Nämlich, wie gesagt, in DIN A4 Größe, eckig, muss man natürlich erst die Luft rauslassen, aber es ist unglaublich weich. Da ist natürlich immer ein bisschen Luft in den einzelnen Kammern auch drin und das könnte ich natürlich jetzt einfach perfekt so hinten in meinen Rucksack reinschieben und hätte wirklich ein perfekt stabilisiertes und weiches Rückenpolster. Also das ist wirklich für alle Leute eine Empfehlung, die kein Sitzkissen mitnehmen möchten oder die meinen, dass das eben so bequemer ist. Ja, und zum Schluss bleiben nur noch zwei große Dinge, die man im Rucksack hat und die würde ich wirklich beide unten lagern, nämlich das Zelt und den Schlafsack und zuerst, jetzt von oben gesehen, tue ich immer den Schlafsack. Und wie gesagt, nehme ich dafür einen eigenen Liner oder packe ihn eben zusätzlich noch in den gesamten Rucksackliner rein, wenn ich einen habe. Bei mir, wie gesagt, habe ich jetzt hier keinen Liner, weil das Klimaschild ist. Das kann ein bisschen klamm werden. Ich hatte aber auch schon Tage, zum Beispiel in Schweden, wo das dann so nass war, dass ich mir doch gewünscht hätte, dass ich da zum Beispiel auch einen Liner bei hätte. Und
so ein Kilt jetzt in meinem Fall aus Apex ist natürlich sehr sperrig, nimmt auch gerne bei einem 40 Liter Rucksack schon mal die Hälfte am Volumen ein. Der ist natürlich dann sehr leicht für die große Masse, die er hat, deswegen auch ein wunderbarer Gegenstand, um den dann so unten mittig zu lagern. Der macht auch ein gutes Volumen, das heißt, am unteren Rücken ist der Rucksack dann auch sehr straff, sehr breit und verlängert quasi die Rückenpolsterfläche ein bisschen. Und ich lagere den deswegen über dem Zelt, weil das Zelt natürlich je nach Witterung nass sein kann. Und deswegen ist das Zelt bei mir ganz, ganz unten. Denn falls da noch irgendwie Wasser dran ist oder ich nicht ausreichend Zeit hätte, das mal im Sonnenlicht zu trocknen oder schnell los muss, dann landet das ganze Wasser natürlich unten. Würde ich das Zelt jetzt irgendwie oben lagern, dann würde das ganze Wasser natürlich die restlichen Gegenstände betreffen. Und viele Rucksäcke, wie zum Beispiel auch meiner, ich hoffe, das könnt ihr sehen, haben hier unten eine kleine Öffnung, ein kleines Loch. Da kommt natürlich, wenn ich den Rucksack auf den Boden stelle, Wasser rein, deswegen müsste ich da ein bisschen aufpassen. Aber wenn das Zelt unten liegt und noch feucht ist und im Laufe des Tages wird ja mein Rucksack auch so ein bisschen durch meine Körperwärme gewärmt, dann läuft das ganze Wasser eben super auch unten raus und das Ganze kann ein bisschen atmen und die Feuchtigkeit verlieren. Ja, falls es mal ganz, ganz nass ist, das klappt natürlich nicht bei allen Zelten und allen Rucksäcken, aber das habe ich auch schon gemacht, ist, dass ich das Zelt außen in meine Meshtasche reinpacke, wenn ich da noch Platz habe oder das anderweitig außen befestige. Dann wird es natürlich durch den Laufwind, den ich habe, sehr, sehr trocken und macht die restlichen Sachen auch drin nicht nass. Ja, und falls euch jetzt gerade schon aufgefallen ist, ich benutze keine Packsäcke oder Kompressionssäcke für meine Schlafsäcke oder für mein Zelt. Die kommen natürlich immer in verschiedenen Beuteln. Die braucht man absolut nicht. Spart euch das Gewicht, gerade wenn die Sachen unten liegen. Bei Kompressionssäcken, bei Schlafsäcken, die sind halt immer ründlich. Ist ja auch klar, durch die Gurte, die ich habe, wird alles enger gezurrt. Ich kann dann aber die Ecken nicht so gut ausnutzen, als wenn ich das einfach unten manuell mit den Händen in jede Ritze, in jede Ecke reinstopfe. Deswegen habe ich erstmal Platz gespart. Das Ganze ist auch stabiler und ich spare mir eben das Gewicht. Und da es dann auch alles unten liegt und der Rest von oben drauf drückt, habe ich diese Kompression sowieso schon von vornherein. Also egal wie klein mein Rucksack ist, wie klein oder wie viel Platz ich brauche, ich kann dann von oben immer noch gut nachdrücken und die lassen sich wunderbar auch dann durch den Druck von oben und den harten Boden unten so weit komprimieren, dass ich da eben noch genügend Platz für meine Nahrungsmittel und andere Gegenstände habe. Zum Schluss will ich noch sagen, ihr solltet euch wirklich Zeit nehmen, das Packen so ein bisschen zu verinnerlichen, weil für mich ist es immer wichtig, dass ich genau in jeder Situation weiß, wo jeder Gegenstand ist und wo jeder Gegenstand auch hin muss. Falls man mal irgendwie schnell los muss, mal eine brenzliche Lage oder so hat und schnell was rankommen muss, dann muss man natürlich wissen, wo im Rucksack ist das gerade. Und das hilft auch enorm dem Stressfaktor, wenn ich immer sofort zum Beispiel die Sachen, die ich brauche, auch wieder an denselben Ort zurückpacke. Wir haben beim Ultraleicht-Tracking schon wenig Gegenstände und da ist es schon okay, wenn jeder seinen eigenen Platz hat und man nicht irgendwie alles einfach chaotisch in den Rucksack reinwirft. Das wird natürlich auch, da so ein Rucksack beim Ultraleicht-Tracking einfach nur ein Beutel ist, auch nicht so gut klappen, weil es dann sehr unangenehm am Rucksack wäre. Und wenn man zumindest diese Grundprinzipien beibehält, Schlafsack, Zelt, unten, in der Mitte Mischmasch mit Isomatte, Kochbeutel und den restlichen Kram, oben die Puffy-Jacket und die Nahrung und eben außen nur Sachen, die praktisch sind beim Lauf und die nass werden können, dann hat man doch schon ein sehr rundes System und nach einiger Zeit gewöhnt man sich da auch so schnell dran, dass man blind quasi im Dunkeln die Sachen auch ein- und auspacken kann, egal welches Wetter man hat. Ja, ich hoffe, das Video konnte euch so einen kleinen Einblick geben, wie man so einen Ultraleicht-Tracking-Rucksack packt oder zumindest wie ich das mache. Da gibt es ja auch verschiedene Meinungen. Ich bin damit sehr zufrieden, laufe damit sehr gemütlich und falls ihr noch mehr zu den einzelnen Gegenständen wissen wollt, die ich jetzt hier überall ausgebreitet habe, ich plane auch in der nächsten Zeit nochmal ein ausführliches Video über meine eigene Packliste zu machen. Da wurde ich jetzt auch schon sehr viel nachgefragt. Ich hatte letztens mal eine Einsteiger-Packliste oder Budget-Packliste gemacht und genauso wollte ich eben nochmal vorgehen und quasi mit meiner Packliste für Fortgeschrittene einmal, ja, alles zeigen. Hat euch das Video gefallen? Würde ich mich freuen, wenn ihr abonniert. Bis zum nächsten Mal.